In diesem Video. Subjekt ist blau. Hilfsverb ist gelb. Akkusativobjekt ist grün. Hauptverb ist rot. Präpositionalphrase ist magenta. Alle anderen Teile sind schwarz. Achte auf die Farben, um die Satzstruktur besser zu verstehen. Lass uns jetzt mit dem Lernen beginnen. Arbeiten. Schwester Julia arbeitet heute im OP-Saal. Fragen. Max fragt nach den nächsten Terminen für die Visite. Helfen. Dr. Meier hilft der alten Dame beim Gehen. Sagen. Lisa sagt, dass die Medikamente bald kommen. Geben. Herr Weber gibt dem Arzt seinen Allergiepass. Nehmen. Ich nehme das Thermometer für die Temperaturmessung. Machen. Ich mache eine Blutabnahme bei Frau Schulz. Sein. Er ist heute für die Medikamentenausgabe zuständig. Haben. Sie hat heute Frühdienst in der Notaufnahme. Kommen. Dr. Lehmann kommt gleich mit den Laborergebnissen. Sehen. Er sieht blass aus nach der OP. Stehen. Sie steht am Empfang und wartet auf neue Patienten. Sitzen. Thomas sitzt auf dem Rollstuhl und liest eine Zeitschrift. Liegen. Frau Beck liegt noch auf der Intensivstation. Trinken. Er trinkt vorsichtig nach der OP etwas Wasser. Essen. Sie isst gerade ihr Mittagessen im Aufenthaltsraum. Verstehen. Frau Müller versteht die Anweisungen nicht sofort. Erklären. Ich erkläre Max, wie man eine Infusion vorbereitet. Brauchen. Der kleine Paul braucht dringend ein neues Pflaster. Schlafen. Oma Hilda schläft nach der Behandlung tief und fest. Warten. Die Angehörigen von Herrn Braun warten draußen. Bringen. Lisa bringt Herrn Krause eine Wärmflasche. Holen. Ich hole saubere Bettwäsche für Frau Wagner. Dürfen. Tim darf heute nach Hause gehen. Müssen. Ich muss den Verband von Herrn Meier wechseln. Sollen. Sie soll die Tabletten immer mit Wasser nehmen. Wollen. Herr Klein will endlich nach Hause. Können. Ich kann heute die Vitalwerte kontrollieren. Lassen. Sie lässt das Kotzteil des Bettes höher stellen. Fühlen. Er fühlt sich heute etwas besser.
Bluten. Die Wunde wird noch leicht bluten von Frau Neumann. Husten. Er wird seit gestern stark husten. Niesen. Sie wird ständig wegen ihrer Allergie niesen. Atmen. Er wird schwer nach dem langen Spaziergang atmen. Untersuchen. Dr. Wagner wird das Röntgenbild von Markus untersuchen. Wechseln. Ich werde den Verband von Frau Berger wechseln. Reinigen. Schwester Julia wird das OP-Besteck reinigen. Desinfizieren. Er wird seine Hände nach der Behandlung desinfizieren. Messen. Ich werde den Blutzucker von Herrn Schulz messen. Schreiben. Die Ärztin wird das Rezept für Lisa schreiben. Notieren. Schwester Lena wird die Vitalwerte von Tim notieren. Kontrollieren. Dr. Meier wird die Blutwerte von Markus kontrollieren. Verbinden. Sie wird die frische Wunde von Paul verbinden. Testen. Der Arzt wird die Reflexe von Frau Krause testen. Abhören. Ich werde das Herz von Herrn Schmidt mit dem Stethoskop abhören. Rufen. Frau Meier hat gerufen, wenn sie Schmerzen hatte. Empfehlen. Dr. Hoffmann hat Physiotherapie für Lena empfohlen. Betreuen. Die Krankenschwester hat die Intensivpatienten betreut. Verschreiben. Der Arzt hat Max eine neue Salbe verschrieben. Anmelden. Frau Lehmann hat ihre Mutter zur Untersuchung angemeldet. Entlassen. Herr Braun ist gestern aus der Klinik entlassen worden. Aufstehen. Er ist langsam aus dem Bett aufgestanden. Einnehmen. Frau Schulz hat die Tabletten mit Wasser eingenommen. Überweisen. Dr. Wagner hat den Patienten zur Radiologie überwiesen. Pflegen. Die Pflegekraft hat die Senioren im Heim gepflegt. Schneiden. Ich habe das Pflaster für Frau Klein zurechtgeschnitten. Liegen. Sie hat eine Infusion bei Markus angelegt. Ziehen. Herr Lehmann hat das Hemd für die Untersuchung ausgezogen. Verlängern. Der Hausarzt hat das Rezept für Frau Beck verlängert. Kühlen.
Er hat die Schwellung mit einem Eisbeutel gekühlt. Sich entzünden. Die Wunde hat sich entzündet. Sich verschlechtern. Sein Zustand hat sich verschlechtert. Sich verbessern. Ihr Zustand hat sich verbessert. Sich ausruhen. Er ruht sich nach der Behandlung aus. Aufwachen. Herr Meier ist aufgewacht. Sich vorbereiten. Ich bereite mich auf die Nachtschicht vor. Sich übergeben. Er hat sich nach dem Essen übergeben. Auftragen. Ich trage die Salbe vorsichtig auf die Haut auf, weil sie die Wunde schützt. Vermeiden. Frau Müller sollte starke Bewegungen vermeiden, obwohl sie sich schon besser fühlt. Besprechen. Dr. Hoffmann bespricht die Ergebnisse mit Herrn Lehmann, damit er alle Informationen hat. Beruhigen. Die Krankenschwester würde den aufgeregten Markus beruhigen, wenn sie mehr Zeit hätte. Berühren. Bitte berühren Sie die Wunde nicht, Herr Klein, deshalb tragen Sie Handschuhe. Benutzen. Warum benutzt er eine Gehhilfe nach der OP? Versorgen. Ich versorge die neue Wunde von Paul und achte auf Hygiene. Beobachten. Die Krankenschwester beobachtet seine Atmung genau. Informieren. Ich informiere den Arzt über die Beschwerden, damit er schnell reagieren kann. Transportieren. Die Sanitäter transportieren Frau Klein in den OP, weil sie operiert werden muss. Bemerken. Der Arzt hat eine Schwellung bei Thomas bemerkt, obwohl er keine Schmerzen hat. Bestellen. Ich bestelle neue Medikamente für die Station. Anpassen. Wir passen die Dosierung an, damit die Wirkung optimal ist. Trainieren. Würde er seine Muskeln nach der Physiotherapie trainieren, hätte er weniger Schmerzen? Zeigen. Ich zeige Max, wie man eine Spritze setzt, damit er es selbst üben kann. Sprechen. Sie spricht mit dem Patienten über die OP. Wischen. Die Reinigungskraft wischt den Boden gründlich. Tragen. Er trägt heute eine Schutzmaske, deswegen er sich sicherer fühlen. Brennen. Die Salbe brennt leicht auf der Haut, darum sollte sie vorsichtig aufgetragen werden. Retten.
Der Notarzt hat sein Leben gerettet, obwohl die Situation kritisch war. Lachen. Lisa lacht über den Scherz von Markus. Schwitzen. Er schwitzt stark wegen des Fiebers. Ziehen. Ich ziehe vorsichtig die Spritze aus dem Arm. Decken. Schwester Julia würde ihn mit einer Decke zudecken, wenn er friert. Aufpassen. Warum soll Frau Klein beim Gehen aufpassen? Verlieren. Er hat viel Gewicht verloren, deshalb er fühlt sich schwach. Anfassen. Bitte fassen Sie nichts mit schmutzigen Händen an, weil das Infektionen verursachen kann. Abschalten. Sie schaltet das Handy aus, damit sie nicht gestört wird. Bekommen. Lena hat ein neues Medikament bekommen, obwohl sie das alte gut vertragen hat. Beenden. Ich würde meine Schicht beenden, wenn ich nicht länger bleiben müsste. Einschlafen. Sie ist eingeschlafen, weil sie sehr müde war. Festhalten. Könnte er sich bitte am Geländer festhalten, damit er nicht fällt? Vergessen. Vergessen Sie nicht die Medikamente, sonst Ihr Zustand verschlechtern. Vielen Dank fürs Zuschauen.